Das ist der Beta FPV X-Night 4 Zoll Quad, geflogen mit FrSky X9 Lite S und der HDO-Brille. Der superleichte 4 Zoll Quad hat die gute KDX Ratel Kamera und die super starken 1505 3600 kV Motoren. Und hier reichen die Zweiblattpropeller total aus, um die maximale Geschwindigkeit rauszuholen. Innen ist ein 25 bis 200 mW Videosender, ein F4 FC mit 20 Ampere ASCs und geflogen wird mit 4S 650 mAh Akku. Der Quad wiegt 134 Gramm und mit einem 850 mAh Akku sind es 238 Gramm, also unter 250 Gramm Grenze. Hier im Vergleich der Twig Mutant 4 Zoll Quad, der etwas schwerer ist mit 151 Gramm, der hat aber schwerere Motoren, die 1506 mit 3000 kV und die viel dickeren Propeller. Trotzdem finde ich den X-Night 4 Zoll Quad irgendwie schneller. Ab auf die Wiese. Hier hört sich der X-Night schon mal richtig schnell an. Und er ist schnell. Dazu auch noch super agil. Das Gewicht ist nicht zu spüren, sondern die Beschleunigung. Die eingebaute KDX Ratel Kamera liefert wie immer ein super gutes, detailreiches Bild. Der Videosender, hier mit 25 mW eingestellt, überträgt hier ein sauberes Bild mit der blauen Videoantenne von Beta FPV. Der 650 mAh Akku ist leicht, aber etwas zu klein für den Quad. 850 mAh Akku wäre hier die bessere Wahl, da der Quad oft bei Vollgas mit dem Akku an Spannung verliert. Also lieber etwas mehr Gewicht bei dem 850 mAh Akku, dann fliegt der Quad noch besser. Die Einstellungen bei dem ersten Flug sind hier alle original vom Beta FPV und der Quad fliegt schon gut. Nach dem ersten Testflug habe ich doch dann bei dem Quad die RPM-Filter aktiviert. Hierzu habe ich zuerst mit dem BL-Heli M-Konfigurator die aktuellen ESCs mit BL-Heli M 5er 16.9 bespielt. Die PWM-Frequenz habe ich auf 24 kHz gelassen, weil da die ESCs besser auf Gas reagieren, was ja bei FPV Racing besser ist. Async PWM ist hier eine neue Entwicklung bei BL-Heli M Firmware. Hier wird die Motorspule zuerst mit etwas Strom belastet und dann wird erst der volle Strom durch die Spule gelassen. So soll die Induktivität von der Spule hier besser abgewehrt werden. Unter Betafly verwende ich die aktuelle 4.2.5 Version. Unter der Konfiguration stelle ich D-Shot 300 ein, da ich den bidirektionalen D-Shot aktiviere und nur ein F4 FC habe. Der Motor hat 12 Magnetpole. PID-Loop setzt man bei F4 auf 4 kHz ein. Das sind hier die PID-Einstellungen. Hier meine verwendete Rates. Unter Filtereinstellung habe ich Gyro- und D-Term-Filter auf Faktor 1,5 eingestellt und unter Dynamic Notch Filter verwendet man hier diese Werte, wenn RPM aktiv ist. Das war's schon. Kurz die Motoren testen und alle drehen sauber, ohne einen Fehler. Mit der RPM-Filterung fliegt der Quad noch etwas besser. Spaß macht es mit dem Quad tief am Boden zu fliegen oder schnell um die Bäume. Also ein perfekter FPV-Racing-Quad. Alle meine Akkus haben XT30-Stecker, der vollkommen ausreicht. Also kann man den XT60 Akkustecker vom Quad ohne Bedenken gegen XT30-Stecker tauschen. Der F4 FC hat ESCs mit 20 Ampere dauerhafte Belastung, was ja mehr als genug ist. Das Frame ist aus T700 Carbon-Material, der sehr fest ist, trotz der dünnen Arme. Sollte ein Arm brechen, kann man leicht die Arme einzeln austauschen. Also ein Top FPV Racing Quad für erfahrene Piloten. Viel Spaß beim Fliegen!